Wie nutze ich meinen emotionalen Körper für mich? In diesem Video geht es darum, dass Sie lernen, Ihren emotionalen Körper bewusst zu verstehen und zu nutzen, sodass Sie nicht mehr so sehr unter den Symptomen Ihrer Erkrankung leiden. Wir fangen damit an, dass wir uns anschauen, was Emotionen für unser System bedeuten. Und wenn wir uns den Ursprung des Begriffs einmal anschauen, dann finden wir das Wort emovere. Ja? Stellen Sie sich das so vor, symbolisch übertragen, dass jede Emotion eine innere Bewegung ausdrückt. Und ich stelle jetzt einfach mal die Behauptung in den Raum, dass die Emotionen, die aus der Liebe kommen, ja, die eine höhere Schwingung haben, wie Liebe, Freude, das Gefühl des Einssein, vielleicht auch das Gefühl der Glückseligkeit, das eher einen inneren Zustand beschreibt als ein Gefühl, dass all diese höheren Schwingungen Weite in ihnen erzeugen, dass diese Schwingungen Offenheit in ihnen erzeugen, quasi eine Präsenz, ein Dasein, eine Bereitschaft, sich zu bewegen, ja, in einer harmonischen Bewegung mit dem Leben zu sein. Jetzt schauen wir uns die andere Seite an, quasi die Schattenseite. Was bewirkt Angst im Körper? Was bewirkt Scham im Körper? Was bewirkt Schuld oder Wut oder sogar Hass im Körper? Und da werden Sie wahrscheinlich beobachten können, dass Sie das enger macht, dass es einschränkend ist, dass Sie das auch trennt von anderen. Warum ist es wichtig für uns zu wissen, wenn wir uns das Thema Hautkrankheiten anschauen? Dazu möchte ich Sie gerne mitnehmen, quasi mit der Lupe in die Angstreaktion. Wenn wir uns jetzt Angst anschauen, was passiert im Körper? Im reinsten Sinne vom Gefühl her, das reinste Gefühl der Angst ist die Furcht. Und die Furcht sitzt im Magen. Also hier ist es wichtig zu verstehen, dass hinter jeder Emotion ein reines Gefühl steckt, was uns helfen will, was uns dient, was uns vielleicht warnen will. Ja? Jetzt ist ja die Frage, wie nutze ich das für mich? Also wenn ich jetzt Angst habe, wenn ich interpretiere, ich habe gerade Angst. Ich habe vielleicht gerade Angst vor einem neuen Schub. Oder ich habe Angst, dass ich nie wieder gesund werde, was auch immer. In jedem Fall verändert sich die Atmung. Was können wir also nutzen, um den Parasympathikus wieder zu aktivieren, quasi Sympathikus und Parasympathikus ins Gleichgewicht zu bringen? Unsere Atmung. Das Einfachste, was Sie immer bei sich haben, wo Sie keinen großen Heckmeck brauchen, um irgendwie mit diesen Emotionen gesund umzugehen, ist Ihre Atmung. Nutzen Sie Ihre Atmung. Lernen Sie Atemtechniken. Beobachten Sie sich beim Atmen. Alleine durch das Beobachten wird sich schon etwas verändern. Wahrscheinlich funktioniert es für Sie am schnellsten, wenn Sie sich die Box-Breathing-Methode heute mitnehmen und vielleicht auch direkt im Anschluss an das Video einmal ausprobieren und anwenden. Das Box-Breathing, damit können Sie nichts kaputt machen, können Sie immer anwenden, wenn Sie das Gefühl haben, ich habe Angst, ich fühle mich traurig, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht mehr weiter. Schritt 1 ist die Selbstbeobachtung, und zwar wahrzunehmen, was jetzt gerade ist. Wo bin ich jetzt gerade? Wie fühle ich mich? Denken Sie da nicht viel rum, interpretieren Sie das nicht, sondern stellen Sie sich diese Frage und die erste Antwort ist die richtige. Wenn ich also weiß, wo es gerade eng wird, wo es schwer wird, dann gehe ich im zweiten Schritt darin über, dass ich mich auf diesen Bereich konzentriere. Mal angenommen, das wäre jetzt bei mir im Magen, dass sich mein Magen eng anfühlt. Ich habe Angst. Dritter Schritt wäre dann die Atemtechnik. Am besten sitzen Sie aufrecht, konzentrieren Sie sich auf den Bereich und dann fangen Sie an mit dem Box Breathing. Dazu stellen Sie sich eine Box vor, also quasi ein Quadrat. Jetzt geht es im ersten Schritt dahin, einzuatmen. Also Sie atmen ein. Und zwar in diese Stelle. Stellen Sie sich vor, wie Ihr Atem in diese Stelle fließt.
Dann halten Sie den Atem, am besten 7 Sekunden, merken Sie sich oder zählen Sie gerne bis 7. Sie halten den Atem und dann atmen Sie durch den Mund aus. Bis alles raus ist, von dieser Stelle aus. Ja? Dann halten Sie wieder den Atem und dann geht die Box wieder von vorne los. Dann atmen Sie wieder ein, 7 Sekunden einatmen bis tief in die Stelle. Dann halten Sie den Atmen, durch den Mund alles raus und wieder 7 Sekunden halten und so weiter. Das können Sie so lange machen, wie Sie möchten. Mindestens würde ich Ihnen empfehlen 2-3 Minuten.